Ein grauer Bus. Die Scheiben abgeklebt mit Folie. Er hätte Schauplatz eines Albtraums werden können. Innen lag schon eine Matratze. In diesen Bus wird in Böblingen bei Stuttgart ein 10-jähriger Schüler gezerrt. Und das am helllichten Tag. Er schreit. In unmittelbarer Nähe eine Baustelle. Hier arbeitet Zeki Jasik. Als er die Schreie hört, handelt er sofort. Bin dann hochgeraten, habe diesen Zaun aufgemacht, bin hinten an die Tür, habe ihn dann rausgezerrt. Habe gesagt, was machst du mit dem Kind? Und dann habe ich gehört, wie der Kleine mich angeguckt hat und gesagt, bitte hilf mir. Und Zeki Jasik packt zu. Zusammen mit seinen Kollegen hält er den Mann fest, nimmt ihm den Autoschlüssel ab. Sie blockieren den Fluchtweg mit einem Bagger und rufen die Polizei. Der 51-jährige mutmaßliche Täter wird festgenommen. Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Was der Tatverdächtige wirklich wollte? Die Ermittlungen dauern noch an. Wahnsinniges Glück jedenfalls, dass Zeki Jasik die Schreie trotz Lärm in der Baugrube überhaupt hört. Ein Rätsel bleibt ihm aber. Keiner von den Autos hat hier angehalten, keiner. Wenn ich was sehe und einer zerrt ein Kind rein, dann halte ich an und frage nach, was da los ist. Keiner. Erst wo ich den Typ dann am Kragen hatte, sind alle auf einmal stehen geblieben. Diese heldenhafte Tat von Zeki Jasik und seinen Kollegen soll belohnt werden. Also es ist ein vorbildliches Engagement und ein Einsatz und eine wahnsinnig erfreuliche Zivilcourage, was die Bauarbeiter da an den Tag gelegt haben. Und das wollen wir gerne würdigen als Stadt Böblingen. Und wir verleihen alle 2 Jahre einen Sozialpreis und den wollen wir ergänzen um einen Preis für Zivilcourage. Und das werde ich im Gemeinderat vorschlagen. Ein solcher Preis könnte auch für andere Ansporn sein, Zivilcourage zu zeigen. So wie die 3 Bauarbeiter aus Böblingen. Ich habe es erst gestern Abend nach Hause, wo ich gegangen bin, erst realisiert, was da alles abgespielt hat, weil den ganzen Tag arbeiten, Arbeit, Kopf. Und dann hat meine Frau gesagt, weißt du überhaupt, was du getan hast? Und ich sage, ja, jetzt weiß ich, was ich getan habe. Wahrscheinlich einfach ein Kind gerettet. Dieser Mann ist ein echter Held. Herzlich willkommen, Herr Jasik. Wie schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Wie geht's Ihnen? Gut mittlerweile. Ein paar Tage gebraucht, um das ein bisschen zu verarbeiten, aber jetzt geht es mittlerweile sehr gut. Was ist da in Ihnen passiert? Also Arbeit war ja klar, aber wo ich dann nach Hause gekommen bin und meine Frau gesagt hat, weißt du über was du getan hast, da ist es mir eingefallen, was ich getan habe, ja. Aber was mich halt ein bisschen belastet hat, ein 10-jähriges Kind mitten morgens um 7:30 Uhr. Das war 7:30 Uhr. Es war nicht dunkel, es war hell. Eine sehr belebte Straße natürlich. Und um 7:30 Uhr passiert das vor unserer Nase. Nehmen Sie uns noch mal mit. Vergangene Woche, an diesem Tag, was ist passiert? Also wir treffen uns ja immer um 7 Uhr mit den ganzen Arbeitskollegen, machen ein Briefing mit der Firma Erbebau dann zusammen, der Chef ist ja auch da. Und um 7:20 Uhr fangen wir immer an, weil es noch ein bisschen dunkel ist. Bin dann runter in meine Baugrube, wir machen ja eine Kanalsanierung von der Stadt und muss ja dann auffüllen, mein Schacht und alles Mögliche. Und dann habe ich meinem Kollegen gesagt, ey, hol mir mal Auffüllmaterial, weil ja mit dem Bagger, dass ich dann sagen kann, wo er das abschütten kann. In dem Moment höre ich dann halt diese Schreie, also die ganze Zeit diese Schreie. Der Van hat ja schon da geparkt. Ich habe mir gedacht, okay, der Papa holt seinen Sohn ab. Aber diese Schreie haben nicht aufgehört. Und dann wurde ich schon ein bisschen stutzig. Ich habe dann immer mal hochgeschaut, aber von der Grube habe ich nichts gesehen. Was haben Sie sich dann gedacht? Was habe ich mir da gedacht? Ich gesagt, es kann nicht sein, dass der so grob zu seinem Kind ist. Bis einer von oben geschrien hat, also gegenüber ist ein Gebäude, man sieht es ja, es ist ein Mietlager, lassen Sie das Kind in Ruhe. Und dann bin ich hoch. Also dann bin ich so einen Stock noch mal hoch, weil wir da aufgefüllt haben, habe dann rüber geschaut. Da habe ich gesagt, okay, der tut jetzt gerade die Klappe aufmachen und dann habe ich die Hilfeschreie gehört. Dann bin ich hoch. Der hat sich schon reingesetzt, wollte umdrehen, also das Zündschloss umdrehen, dann habe ich die Tür aufgerissen. Ich habe gesagt, was machen Sie mit dem Jungen? Und in dem Moment hat mich der Kleine schon angeguckt, also mit diesen ängstlichen Augen. Hilf mir, da war mir schon klar. Ich habe ihn dann rausgezerrt. Na okay, ein bisschen einzuschüchtern, habe ich ihm halt einen Ellbogen gegeben. Es ist aber auch der Vaterinstinkt in mir. Das ist ein Kleiner, der guckt mich an. Ich wollte ihn auch ein bisschen einschüchtern, damit er weiß, okay, wenn er jetzt was weitermacht, ist vorbei. Wir haben ihn rausgezerrt und dann habe ich den Kleinen rausgeholt. Er wollte ja 2 entführen.
Und dann kamen auch schon die ganzen Schüler. Und einer von den Mitschülern hat ihn gekannt. Dann habe ich gesagt, pass bitte auf ihn auf. Dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, ruf bitte die Polizei. Der hat ja auch direkt den Bagger hingestellt, ohne dass ich ihm was gesagt habe. Weil Damit wir er nicht abhauen kann? Nein, dass er nicht abhauen kann, weil er denkt sich ja nicht. Mein Kollege Seki rennt da hoch. Was macht denn der mit dem? Der hat sich das gleich gedacht. Da stimmt was nicht. Hat den Bagger so hingestellt, dass der nirgendwo einen abhauen konnte. Als Sie diesen Minivan gesehen haben, also wir können uns dieses Fahrzeug mal angucken, wir haben das im Bild, da wird einem ja dann auch erstmal anders, oder? Wenn man da hingeht und den Van erstmal noch nicht sieht, nur die Tür aufreißt, erst dann habe ich es gesehen. Ich habe ja ein Bett drin gesehen. Dann habe ich mich umgeschaut und habe gesagt, ey, der hat ja komplett alles abgedunkelt. War schon für mich klar, Entführung, aber dass dann noch sowas rauskommt. Und das Schlimme war ja, er ist ja in den Van rein und hat vorne noch mal einen Sichtschutz runtergelassen. Man konnte nichts mehr sehen. Wie hat der mutmaßliche Täter auf Sie reagiert? Gar nichts. Der war total besonnen. Das hat ihn nicht interessiert. Der hat auch kein Wort mehr geredet. Nichts. Alle haben ihn angeschrien. Es sind ja auch Leute gekommen, haben Fotos gemacht, weil er sich vorne hingesetzt hat. Dann hat er gemerkt, okay, jetzt bin ich fällig. Ist dann nach hinten, hat den Sichtschutz runtergelassen und hat dann kein Wort mehr gesagt. Also der hat sich verbarrikadiert in seinem eigenen Auto. Dann kam ja die Polizei sehr schnell, also die sind wirklich sehr schnell gekommen. Mit Blaulicht. Der Polizeibeamte hat mich angeguckt. Dann habe ich zu ihm gesagt, da ist ein Bett drin, das ist ein Pädophiler. Die haben sofort ihn umgedreht, die Handschellen drauf gemacht und ihn abgeführt. Aber bevor sie ihn abgeführt haben, haben sie natürlich durchsucht. Und wo sie dann miteinander geredet haben, die Polizeibeamten, hat er gesagt, K.O.-Tropfen und ein Einwegmesser hat er dabei gehabt. Also ich will mir das nicht ausmalen, was der machen würde oder was er tun würde. Sie haben ja gesagt, es war um Sie herum haben Menschen auch angefangen, Fotos zu machen. Heißt das, da waren auch mehrere Menschen dann beteiligt oder hat es erst diesen Moment gebraucht, dass die Leute aktiv wurden, dass Sie da waren? Die haben das erst gebraucht, bis ich aktiv wurde. Erst dann haben sie gesehen, okay, da ist was. Dann komme ich mit meinen Händen und zücke. Also das wundert mich halt. Warum muss man... Der zweite Junge ist ja auch abgehauen. Der hat ja versucht, auf der Straße Leute anzuhalten. Der ist ja bis zur Schule hochgerannt und erst da hat er Hilfe holen können. Warum hält keiner an? Der wollte ja 2 entführen. Und dadurch sind die ganzen Schüler und die ganzen Lehrer gekommen. Wie hat der Junge auf Sie reagiert? Sehr ängstlich. Der hat ja die ganze Zeit nur geweint. Dann habe ich zu ihm gesagt, keine Angst, dir tut keiner mehr was. Der wird dir nie wieder was antun. Haben Sie den Jungen oder seine Eltern noch mal wieder gesehen? Die Mutter habe ich gesehen, wo sie dann kam. Dann auf der Wache, wo ich dann auch meine Aussage machen sollte, habe ich die Mutter auch gesehen. Die kam dann, hat dann zu mir gesagt, das glaubt mir keiner. Also beruhigen Sie sich, alles gut, ist gut. Der Junge kam dann auch zu mir, hat sich noch mal bedankt. Also jeden Tag läuft er vorbei, bleibt dann auch stehen, tut dann zuwinken. Und sein Vater war vor 3 Tagen da. Der hat gesagt, er hat ein paar Tage gebraucht, bis er das so verarbeiten konnte. Also überlegen Sie mal, mein eigenes Kind wird entführt. Genau das. Also ich muss Ihnen wirklich sagen, mir stockt da an ganz, ganz vielen Momenten. Und ich glaube, stellvertretend für ganz viele Mütter, Väter, Eltern kann man nur Danke sagen. Und genau das wollen jetzt einige Menschen tun. Hallo, ich finde es sehr toll, was Sie da gemacht haben. Ich finde es ganz toll, dass Sie das gemacht haben und dass Sie es vor allen Dingen auch überhaupt mitbekommen haben. Weil es gibt viele, die schauen halt auch weg und ja, also kann man echt sagen, super gemacht. Wir müssen mehr Zivilcourage zeigen in allen Belangen. Ich befürworte das sehr, wenn man sich wieder mehr einsetzt und hilft. Und es ist einfach der Hammer, dass es solche Menschen gibt. Dieser Mann ist ein Held. Ich glaube, wir brauchen mehr solche Leute. Held. Wie fühlt sich dieses Wort an? Ich bin selber Vater. Also Held, der Kleine ist für mich ein Held. Er hat nicht aufgehört. Er hat gar nicht aufgehört zu schreien. Hätte er aufgehört, eingeschüchtert, ich hätte es nicht gehört. Der hat die ganze Zeit geschrien, also wirklich geschrien. Sie haben gerade gesagt, Sie sind selber Papa. Sie haben 3 Kinder. Die kleine Alena wird jetzt 1 Jahr alt. Ja, in 3 Tagen wird sie 1 Jahr alt. Wie sind Sie nach Hause gekommen? Haben Sie Ihre Familie erstmal noch mal fester an sich gedrückt? Meine Kleine definitiv.
meine Frau dann nachher, weil ich muss erst meine Kleine in den Arm nehmen, weil sie so ein Papakind ist mittlerweile. Aber dann hat meine Frau mich umarmt und hat dann zu mir gesagt, ich bin sehr stolz auf dich. Das musst du nicht. Ich hoffe, dass es jemand für mein Kind machen würde. Also es sind ja unsere Kinder. Es ist nicht mein Kind, wo ich gerettet habe, aber es sind unsere Kinder. Wenn wir nicht denen helfen oder sie schützen, wer soll es dann machen? Ich möchte mal zum Beispiel was erklären. Wir sind bei einer Firma Erbebau, wo ich arbeite, das ist auch so ein Familienbetrieb. Wir briefen uns, wir passen aufeinander auf. Also das heißt nicht so, komm, hier hast du einen Plan, arbeite mal. Sondern wir hocken uns erstmal um 6:30 Uhr, treffen wir uns, trinken alle einen Kaffee, dann kommt der Chef dazu. Ist ein Freund von mir mittlerweile, beide sind Freunde von mir. Die kenne ich schon lange. Wo sie die Firma aufgemacht haben, bin ich dann natürlich dahin. Wir passen aufeinander auf. Deswegen, der Duschko hat ja mich nicht mal angeguckt. Ich habe ja nicht mal geschrien, Duschko, stell den Bagger dahin. Der hat gesehen, mit diesem Augenkontakt, ey, da stimmt was nicht. Also ich stelle mal den Bagger dahin, weil ich ziehe ja niemanden aus dem Auto raus. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass ich sowas mache. Warum hat ein Chef angerufen, also, ey, wie läuft die Baustelle? Sag ich, gerade Stillstand. Sagt er, wie Stillstand? Das war eine Entführung. Sagt er, willst du mich verarschen? Soll ich kommen? Braucht ihr was? Und ich sage, nee, alles gut. Ich glaube, ich verstehe Ihren Appell. Sie wünschen sich, dass wir alle mehr zusammenhalten. Und ich glaube, das ist das Beste, was Sie uns heute mitgeben konnten. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ich danke Ihnen, dass Sie mich eingeladen haben.